Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Mutig Leben-Reihe. Mein Name ist Barbara Fischer-Reinecke und ich möchte auch heute gerne wieder deine ganz persönliche Ermutigerin sein und dir mal wieder einen Tipp mitgeben, durch den du vielleicht dein Leben positiver, optimistischer, selbstverantwortlicher, glücklicher und damit, wie ich es nenne, mutiger gestalten kannst. Wie immer an dieser Stelle gleich eine Bitte an dich. Wenn du beim Anschauen dieses Videos den Eindruck hast, dass du irgendwas für dich und dein Leben mitnehmen kannst, dann freue ich mich sehr, wenn du hier unten mir ein Like gibst. Und abonniere auch gerne meinen Kanal, dann verpasst du in Zukunft keines der Videos mehr. Selbstverständlich freue ich mich ganz besonders, wenn du dieses Video teilst, damit auch deine Freunde und Bekannten von diesen Tipps, die ich hier weitergebe, profitieren können. Ja, der exotischste Platz, an den ich es heute geschafft habe, ist mein eigener Garten. Ich habe heute einfach nicht die Zeit gefunden, eine Exkursion zu einer touristischen Attraktion oder einem besonderen Ort zu machen. In den vergangenen Tagen war bei mir extrem viel los und jetzt ist mein Wochenende vollgepackt mit persönlichen, also privaten Veranstaltungen, die sich hier geradezu häufen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Genieß einfach das üppige Grün hinter mir und lausche meinen Worten. Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Wenn du mich schon eine Weile verfolgst, beziehungsweise mich und meine Arbeit schon etwas näher kennst, dann weißt du vermutlich auch schon, dass unsere Handlungen immer das Ergebnis unserer Emotionen, also Gefühle sind. Und unsere Emotionen sind immer das Ergebnis unserer Gedanken. Wir befinden uns also in einem ständigen Kreislauf von Denken, Fühlen und Handeln. Und die Qualität unserer Handlungen, also die wiederum Ergebnisse auf der Ebene der Tatsachen erzielen, wird bestimmt durch die Qualität unserer Gedanken. Das ist uns nur die meiste Zeit gar nicht bewusst. Und wir sind also immer in Gefahr, ein Ereignis, das sich in der Realität zeigt, als Zufall zu betrachten, als Willkür des Schicksals zu bezeichnen und manchmal sogar als Schlag des Himmels gegen uns zu interpretieren. Doch dabei ist es unzweifelhaft belegt, dass wir allein durch unsere Gedanken, die wie gesagt unsere Gefühle steuern, die Realität massiv beeinflussen. Dazu werde ich bald auch mal ein eigenes Video machen, um diesen Kreislauf genauer für dich zu beleuchten. Denn tatsächlich gibt es etliche Möglichkeiten, hier steuernd einzugreifen. Nun ist es für viele Menschen, aber in bestimmten Lebenssituationen tatsächlich sehr schwierig, ihre Gedanken ganz bewusst so zu kontrollieren, um andere Gefühle zu entwickeln und somit auch andere Handlungen zu ermöglichen. Zu sehr sind sie in diese Kreisläufe verfangen, die in uns allen automatisiert sind, sodass wir automatisch agieren und unserer Laune zum Opfer fallen. Und später bereuen wir unsere spontanen emotionalen Reaktionen nicht selten. Unzählige Male habe ich von meinen Klienten zu hören bekommen, in dieser oder jener Situation könne man doch gar nicht sich anders fühlen oder müsse man doch so oder so reagieren. Aber dieses Muss ist jedoch ein Trugschluss. Denn genau genommen musst du niemals irgendetwas. Schau dir dazu auch gerne das Video an. Du hast immer die Wahl. Du findest den Link dann da oben. Neben der bewussten Kontrolle unserer Gedanken, die nur durch Achtsamkeit gelingen kann, also wenn du selber aufpasst, gibt es auch etliche hormonelle Prozesse, die Einfluss nehmen auf die Art der Gedanken, die wir denken. Und natürlich ist ein Kreislauf, also wie der Name schon sagt, also ein Loop, wie man auf Englisch sagt, immer eine Endlosschleife. Wenn du dich also in traurigen Gedanken ergehst und dadurch traurige Gefühle produzierst und dadurch wiederum deine gesamte Körperhaltung und auch deine Taten im Außen so veränderst, dass sie Trauer signalisieren, dann erzeugt das wiederum in deinem Gehirn die entsprechenden Hormone, die dich in diesem Kreislauf von Trauer und wahrscheinlich Selbstmitleid gefangen halten. Depressive Menschen kennen das zur Genüge, sind sich dieser Prozesse aber leider in vielen Fällen gar nicht bewusst und glauben auch nicht daran, dass sie selbst diesen Kreislauf aus eigener Kraft
ohne Chemikalien, also ohne Antidepressiva, durchbrechen könnten und selbst für positivere Gedanken, Emotionen und damit Handlungen sorgen könnten. Dazu ist es also zunächst einmal ganz besonders wichtig zu verstehen, dass das, was wir Laune nennen, ganz wesentlich an die Körperhaltung gekoppelt ist. Wenn du also schlecht gelaunt bist, vorzugsweise wenn du traurig bist, was machst du dann? Du lässt den Kopf hängen, du lässt die Schultern hängen, du lässt auch die Mundwinkel hängen. Dein Gang verlangsamt sich, wird schwer und viele andere Körperreaktionen mehr. Dadurch erhält dein Gehirn die Botschaft, oh, heute geht es ihr oder ihm aber sehr schlecht. Na, dann werde ich jetzt wohl mal die entsprechenden Trauerhormone runterschicken. Wenn du dagegen gute Laune hast, dann trägst du den Kopf weiter oben. Hast die Schultern entspannt, vielleicht leicht zurückgenommen. Die Mundwinkel sind leicht, beim Lachen sogar stark nach oben gezogen. Deine Augen sind weiter geöffnet und selbst deine Atmung ist dann eine ganz andere. Dadurch erhält dein Gehirn wiederum die Information, oh, heute ist sie oder er aber gut drauf. Na dann schicke ich mal gleich die passenden Glückshormone nach unten. Wir müssen an dieser Stelle also ganz klar verstehen, dass unsere Laune, ausgelöst durch unsere Gedanken bzw. unseren Hormonstoffwechsel im Gehirn, unsere Körperhaltung massiv beeinflusst. Und wenn das so ist, dann heißt das doch logischerweise im Umkehrschluss, dass unsere Körperhaltung Auswirkungen auf unseren Hormonstoffwechsel hat. Logisch oder logisch? Wenn es doch eine Verbindung von A nach B gibt, dann muss es doch auch eine Verbindung von B nach A geben. Und genau diese Verbindung vom Körper zum Gehirn ist inzwischen sehr klar wissenschaftlich und absolut zweifelsfrei belegt. Warum sollten wir sie für uns also nicht entsprechend nutzen? Da ich selbst, wie du vielleicht inzwischen aus einigen meiner Videos weißt, in meinen jungen Jahren über weite Strecken depressiv war und mit 2 schweren Burnouts auch in klinischer Behandlung war mit der Diagnose reaktive Depression und man mir natürlich als erstes mal Psychopharmaka anbot, habe ich mich, wie schon mehrfach erzählt, selbst auf die Suche nach Alternativen gemacht. Eine Übung, die genau diese Achse vom Körper zum Gehirn nutzt, will ich dir heute vorstellen. Ich werde dir also gleich eine klitzekleine Übung zeigen, die, und das ist wissenschaftlich, wie gesagt, eindeutig bewiesen, die es vermag, deine gesamte Neurophysiologie, also deinen gesamten Hormonstatus in deinem Gehirn zu verändern. Und zwar so zu verändern, dass du, wenn wir das in Emojis ausdrücken würden, oder ich mache es mal jetzt so vor, von zu wechseln würdest. Also vom Traurigsein zum Glücklichsein. Und wenn dir diese Übung, die ich dir gleich zeigen werde, im ersten Moment auch unrealistisch vorkommen wird und du bezweifeln magst, dass sie die ihr zugesprochenen Wirkungen tatsächlich haben kann, so kann ich dir doch versichern, dass sie nicht nur meines, sondern auch das Leben zahlloser Klienten nachhaltig verändert hat. Ich spreche von der Stiftmethode. Diese Methode habe ich nicht nur als Standardbestandteil sozusagen in meine Beratungen, insbesondere von Menschen mit depressiven Verstimmungen aufgenommen, sondern ich praktiziere das auch selbst täglich. Mit dem Ergebnis, dass ich eigentlich immer gute Laune habe und mein Gehirn schon regelrecht darauf konditioniert habe, entsprechend anzuspringen. Dazu nimmst du dir, und mach das jetzt ruhig mal mit, einen Bleistift oder einen Buntstift oder eben einen Kugelschreiber und steckst ihn dir so weit wie möglich in den Mund. Quer natürlich, Joke, kleiner Witz am Rande, bis zum Anschlag, also richtig in die Mundwinkel klemmen. Ich zeige dir das jetzt mal, aber logischerweise kann ich dann gleich nicht mehr so gut sprechen. Aber mach das jetzt mal ruhig mit. Richtig rangegangen. Du steckst dir den Stift also quer in den Mund und dort richtig reinklemmen und dort lässt du ihn mindestens 90 Sekunden
Manchmal fängt man dabei ein bisschen an zu sabbern, aber das macht nichts. Dann nimm einfach deinen Kopf etwas nach hinten. Das verstärkt die Wirkung sogar. Klar, Kopf hoch, das hat Oma schon gewusst. So, also während du diesen Stift im Mund hast, aktivierst du all die Muskeln hier im Gesicht, die du auch beim richtigen Lachen aktivierst. Das sind über 40 Muskeln, die da aktiviert werden. Und du wirst vielleicht bemerken, dass dir hier hinten, wenn du lachst, so ein bisschen der Speichel einschießt. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. All dies signalisiert nämlich deinem Gehirn, Achtung, gute Laune im Anmarsch. Und schon werden all die Hormone aktiviert, die dir dabei helfen, fröhlich oder sogar glücklich zu sein. Wir halten fest, es ist keineswegs so, dass du lachst, weil du glücklich bist, sondern es ist vielmehr so, dass du glücklich bist, weil du lachst. Schau dir dazu gerne mal das Kapitel Hormonfabrik in meinem Buch Arschbombe ins Glück an oder lass dir dieses Kapitel einfach von mir vorlesen. Ich verlinke dir das entsprechende Video hier oben. Also, wir können sehr wohl durch einen kleinen Trick beeinflussen, ob wir uns gut fühlen oder schlecht. Warum sollten wir uns das nicht täglich zunutze machen? Vielleicht sogar mehrfach täglich. Nenn mir bitte einen einzigen Grund. Ich meine, wenn du müde bist, dann trinkst du vielleicht einen Kaffee, weil du denkst, oh, der macht mich munter. Warum solltest du also nicht auf diese geniale Methode zurückgreifen, wenn du merkst, dass die schlechte Laune um die Ecke kriecht oder deine Depression zum Sprung ansetzt? Wäre es da nicht klug und sehr wohl ein Zeichen von guter Selbstfürsorge, sich in diesem Moment ganz bewusst einen Stift zwischen die Kiemen zu klemmen? Eben. Bei mir ist es übrigens inzwischen schon so, dass ich sofort spontan kichern muss. Ich merke das jetzt schon wieder. Sobald ich irgendeinen Stift quer in den Mund nehme. Das liegt natürlich daran, dass ich das so oft mache, denn ich zeige das in fast jedem meiner Coachings meinen Klienten. Und mein Gehirn ist sozusagen schon darauf abgerichtet, wie ein Hund zu sabbern nach den Pavlovschen Gesetzen. Manchmal reicht es schon, dass ich nur an diese Übung denke und ich merke schon, wie die Hormone anfangen Blasen zu schlagen. Ich nenne das meine kleinen Serotonin-Shots. Nun weißt du auch, was ich antworte, wenn Menschen mich fragen, wie ich es denn schaffe, immer gut gelaunt zu sein. So easy. Vielleicht willst du das ab heute auch mal probieren? Ich kann dir nur versprechen, es ist genial, es ist genial. Allerdings nicht gleich beim ersten Mal. Logisch, also wie bei allem musst du erst ein paar Mal üben und unbedingt auch dranbleiben. Aber glaub mir, dann wird dein Serotoninspiegel allmählich steigen und du wirst immer häufiger, immer bessere Laune haben. Und am Ende wirst du vielleicht, so wie ich, zu einer echten Kichererbse. Du kannst dir also wortwörtlich selbst gute Laune stiften. Und wenn du merkst, dass in deiner Umgebung irgendjemand schlecht drauf ist, dann sag doch einfach, komm, lass uns mal eben einen Stift in den Mund nehmen. Und schon habt ihr automatisch gemeinsam was zu lachen. Und die Methode wird so weitergetragen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wünsche dir jetzt noch einen Tag voller Freude und ganz viel Lachen. Bye bye, ciao ciao. Deine Barbara Fischer-Reinecke von Mutig Leben. Ciao, ciao.